So tolle Komponistinnen, die Symphonien, große Symphonien geschrieben haben, wie Emilie Mayer zum Beispiel, Deutscherin, hat 7 Symphonien geschrieben. Amy Beach hat eine tolle Symphonie, heißt Gaelic, sie war Amerikanerin. Ja. Niemand spielt das. Liebe Frau Spinato, schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ja, danke für die Einladung. Und Sie haben ja wirklich ein sehr interessantes Projekt vor. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, ganz gerne. Ich gründe jetzt gerade einen Frauenorchester, der heißt FSOA, also Female Symphonic Orchestra Austria. Und wir starten am 28. November jetzt 2019 an mit einem Konzert in der Universität Aula hier in Salzburg. Und das Ziel von diesem Frauenorchester ist besonders Komponistinnen, unbekannte Komponistinnen von 18. 19. Jahrhundert, die viel symphonische Musik geschrieben haben. Ja. Und niemand weiß das und sie sind gar nichts gespielt in keiner Saison oder ganz selten. Also das heißt, Sie führen weibliche Komponisten auf, ja. Komponistinnen, und das Orchester besteht auch aus Frauen oder spielen da auch Männer mit oder wie ist das besetzt? Sagen wir so, im Grund möchte ich, dass nur Musikerinnen sind, junge, gute Musikerinnen. Also wir möchten wirklich eine professionelle Orchester gründen. Natürlich, wir sind auch offen. Ich meine, es gibt Instrumente, wo wahrscheinlich eine Musikerin zu finden etwas schwer ist. Ja. Eine Tuba zum Beispiel, Posaune ist auch nicht einfach. Also für dieses Mal haben wir zum Glück geschafft, 33 Musikerinnen zu bekommen, inklusive Posaune. Und ist das sozusagen ein international besetztes Orchester? Absolut, ja. Ja. Die Musikerinnen sind fast alle von Salzburg, manche kommen aus Graz und Wien. Ja. Aber es gibt viele verschiedene Leute, die von Ausland kommen. Also sie leben hier in Österreich, aber von Ausland sind. Spanier, aus Russland, aus Italien, also wirklich verschiedene Länder. Schön. Und Sie haben ja auch in Salzburg gelebt. Ja, ich lebe noch in Salzburg. Ja. Ich bin seit 2004 hier in Salzburg. Ich habe am Mozarteum studiert. Mhm. Ich habe in Italien angefangen mit meinem Studium. Also Dirigieren war immer mein Traum als Kind auch. Dann irgendwie ist mein Leben hat ein bisschen andere weggenommen, im Sinn, dass ich habe nach 4 Jahren Komposition habe ich Chorleitung in Italien angefangen und Gesang. Und da habe ich gedacht, vielleicht Gesang und Chorleitung passen sehr gut zusammen. Ich gehe weiter in diese Richtung. Mhm. Und deswegen bin ich dann hier in Salzburg gekommen, habe ich hier Gesang und Chorleitung absolviert. Und dann habe ich gedacht, aber ich wollte doch Dirigentin sein. Ja. Und habe ich mit Hans Graf Orchesterleitung angefangen und absolviert. Und endlich habe ich gedacht, ich fühle mich jetzt zu Hause.
Das war wirklich so ein Erwachen, dass man gedacht hat, so jetzt bin ich dort, wo ich hin wollte. Genau, und das war mein erstes Konzert hier im Mozarteum als Studentin, wo ich den zweiten Satz von Bruckners 7. Symphonie dirigiert habe. Und da wirklich hatte ich das Gefühl, ich fühle mich gut. Haben Sie da auch bemerkt, dass es aber sehr gut war, sozusagen mit diesem, zwar einerseits diesen Traum weiter zu verfolgen, aber andererseits auch davor was anderes zu machen? Braucht es eine gewisse Reifung, bis man das Dirigieren wirklich in der Art machen kann, wie man sich das vorgestellt hat? Ich glaube schon. Also ich glaube, man braucht schon ein Alter. Im Sinn, dass man braucht eine Erfahrung, aber eine Lebenserfahrung, nicht nur eine musikalische Erfahrung, beides. Es ist schön, wenn kommen natürlich junge Dirigenten mit 20, die toll dirigieren können, aber wenn ich höre eine Brahms-Symphonie von einem 20 Jahre alt, ich finde ein bisschen, das fällt das Leben hinten. Ja, deswegen glaube ich, braucht man wirklich ein bisschen Alter, ja. Und glauben Sie, dass Sie anders dirigieren, weil Sie sich vorher so speziell mit Chor und Gesang auseinandergesetzt haben und das studiert haben? Sicher. Also besonders wenn ich Oper dirigiert habe, zum Beispiel in Maggio Musicale Fiorentino habe ich ein Projekt gemacht mit Offenbach. Ich sehe schon, dass wenn ich die Sänger dirigiere, dass die Sänger spüren, dass ich irgendwie gut führen kann und gut begleiten kann. Und deswegen, ich bin trotzdem ganz froh, obwohl meine Karriere als Dirigentin spät gekommen ist, ich bin ganz froh, dass ich Gesang studiert habe und als Sängerin ein bisschen Karriere, also nicht so besonders Karriere gehabt habe, aber ein bisschen Karriere gemacht habe. Ich kann gut verstehen, welche Schwierigkeiten die Sänger auf die Bühne haben und das finde ich ganz wichtig. Und natürlich dann, wenn kommt ein Chorstück, ein Requiem oder so, es ist genau das Gleiche. Also kennen, wie ein Chor reagieren kann auf die Bühne, es ist auch wichtig. Ja, das glaube ich. Und jetzt nochmal speziell auf dieses Projekt bezogen, das Sie jetzt beginnen. Wie sind Sie dazu gekommen? Woher ist diese Idee entstanden? Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Eine ist nur musikalisch. Also die Gründe sind zwei. Eine ist nur musikalisch, der andere ist mehr sozusagen als Frau, was passiert in meinem Leben, was passiert in das Leben von Kolleginnen zum Beispiel. Also ich spreche zuerst über musikalische Gründe. Vor 2 Jahren ein Orchester aus Sizilien hat mir gesagt, wir möchten gerne eine Saison machen mit einer Reihe, wo gibt es auch Komponistinnen und möchten wir gerne auch Dirigentinnen. Und sie haben gesagt, suchen Sie etwas von Komponistinnen. Und da habe ich gedacht, was gibt es von Komponistinnen, wenn nicht von zeitgenössisch? Ich habe angefangen zu suchen und ich habe endlich erfahren, dass es gibt eine wahnsinnig große Welt, die wir nicht kennen. Absolut. Ein Paralleluniversum. Genau. Ja. Die wirklich unbekannt ist, so tolle Komponistinnen, die Symphonien, große Symphonien geschrieben haben, wie Emilie Mayer zum Beispiel, Deutscherin, hat 7 Symphonien geschrieben. Amy Beach hat eine tolle Symphonie, heißt Gaelic, sie war Amerikanerin. Ja. Niemand spielt das. Ja. Und das ist wirklich sehr schade. Und jedes Mal habe ich immer mehr erfahren. Und habe ich wirklich so verrückt gefunden, dass in meiner ganzen Karriere als Studentin niemand hat gesagt, hört einmal Amy Beach, das ist so toll, diese Komponistin. Und dann der andere Grund ist folgendes, also ich habe immer gedacht, wenn man ist gut, man geht weiter. Und diese Geschichte, dass für die Frauen schwer ist, habe ich nicht immer so ernst genommen, sagen wir so. Ja. Und dabei ist ja Dirigentin wirklich ein Beruf, wo man sich gegen sehr, sehr viele Männer durchsetzen muss. Genau. Und dann in diese letzten Jahre habe ich erfahren, dass das Problem gibt. Es ist nicht wirklich so, dass wenn eine Frau gut ist, geht einfach weiter.
Das habe ich auch mit meinen Kolleginnen gesehen, Musikerinnen oder Dirigentinnen, die immer wieder schlechte Erfahrungen gehabt haben, weil die Frauen waren. Also, und nicht, weil sie nicht gut genug waren. Genau. Also als Beispiel, eine Freundin von mir, eine sehr gute Flötistin, hat ein Vorspiel in einem berühmten Orchester, sage ich nicht der Name, in Deutschland gemacht. Hat sehr gut gespielt beim diesem Vorspiel. Und ihr Mann hat Geige im Orchester gespielt, schon seit einigen Jahren. Und nach ihrem Vorspiel, die Leute von der Theater haben gesagt, sie haben toll gespielt, aber sobald wir diesen Platz ihnen geben, dann werden sie schwanger sein. Ja. Und sie haben das einfach nicht mehr gegeben. Nicht einmal irgendeinen Vorwand gefunden. Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, es ist nicht wirklich so, dass wenn man eine Qualität gibt, kann man weiter, sondern es gibt noch viel zu tun für die Frauen. Ja, und das so viele Jahre nach zum Beispiel der Sabine Meyer. Sagt Ihnen das was? Da hat es so einen Vorfall gegeben in den 80er Jahren mit Herbert von Karajan, der Sabine Meyer als Klarinettistin für die Berliner Philharmoniker wollte. Und das war eigentlich der Grund, warum es dann so einen Bruch zwischen ihm und dem Orchester gegeben hat, weil er sich so für sie eingesetzt hat und das Orchester wollte sie nicht. Das ist natürlich sehr viel vielschichtiger damals auch die Problematik gewesen, aber natürlich unter anderem auch ein tiefsitzendes Vorurteil einer jungen Musikerin gegenüber. Ja. Und es ist dann eigentlich schockierend, dass 30 Jahre später sich zwar vieles geändert hat, aber das trotzdem noch eine Rolle spielt. Genau deswegen habe ich gedacht, es wäre schön, wenn wir diese Komponistinnen von 18., 19. Jahrhundert spielen, weil ich habe einfach gedacht, damals war nicht schön, aber man kann schon verstehen, dass man hat die Komponistinnen nicht gespielt. War total eine andere Zeit. Ja. Heute, man glaubt, wir sind jetzt in 2019, die Sachen sind geändert. Ja. Trotzdem, diese Komponistinnen sind total unbekannt. Ja. Das heißt was? Das heißt, es ist nicht so ganz viel geändert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt an Notenmaterial zu kommen. Einerseits überhaupt zu erfahren, welche Komponistinnen gibt es, was haben die für ein Repertoire geschrieben und dann natürlich auch, wie bekomme ich Notenmaterial? Ja. Weil zu ihrer Zeit haben viele keine Verleger gefunden, sind nicht publiziert worden, aus verschiedenen Gründen. Also wie geht man da an so ein Projekt heran? Sie haben absolut recht. Deswegen, wir können und wir möchten auch nicht nur Komponistinnen spielen, weil es ist genau sehr schwer, Material zu finden. Also das ist ein Grund, warum wir nicht nur Komponistinnen spielen werden. Und ein zweites Grund ist auch, was wir nicht möchten, ist, dass man denkt einfach, Frauen können nur Frauenmusik spielen. Ja. Also, so wie ein russisches Orchester nur wirklich gut russische Musik spielen kann. Genau. Also es ist wichtig für uns zeigen und auch machen, ein Brahms oder ein Mahler oder ein Verdi oder was das ist. Ja. Aber es ist doch schwer, Material für diese Komponistinnen zu finden. Ja. Daran erkennt man auch, wie vielschichtig dieses Female in ihrem Namen vom Orchester ist, weil es so viele Probleme auf einmal beschreibt und dann auf der anderen Seite aber auch so viel Schönheit dann am Ende steht, dass plötzlich Musik gehört wird, die erstens zu ihren Lebzeiten wahrscheinlich oftmals gar nicht aufgeführt worden ist, die jetzt noch niemand gehört hat, Musikerinnen die Chance kriegen, in einem Orchester zu spielen und ernst genommen zu werden. Also es werden ganz viele Dinge auf einmal damit bewirkt. Genau. Und ich glaube, deswegen ist ein ganz wichtiges Projekt. Manche haben gesagt, aber warum ein Frauenorchester? Also auch ein Gemischtorchester kann Komponistinnen spielen. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das ist ein bisschen unser Kampf sozusagen. Also wie besser als wir Frauen das Problem verstehen können. Ja,
Deswegen. Also ich glaube, man braucht wirklich eine große Kraft, um zu zeigen, es ist die Zeit, muss man was ändern, wirklich. Und wir sind die Protagonistinnen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ein Frauenorchester hat mehr Kraft. Und gibt es in Österreich keine. Es gibt eine in Italien, habe ich auch gesehen, in Deutschland gibt es auch eine. Und da habe ich gedacht, ja, versuch mal. So wichtig in Österreich als Musikland. Ist so wichtig. Weil wir ja als unser Selbstverständnis als Österreicher ist, wir sind ein Land der Musik. Ja. Ja. Also ist es wichtig, dass es sowas in Österreich gibt? Ja, natürlich. Es ist schade, dass bis jetzt keine war. Ja. Aber ja, endlich kommt vielleicht eine. Ja, also ich habe das Projekt an Stadt Salzburg und Land Salzburg vorgestellt. Und wir haben eine gute Unterstützung von Stadt Salzburg bekommen und besonders von Frauenbüro Stadt bekommen. Das ist ganz schön. Sehr gut. Und wie ist es jetzt? Sie haben jetzt sozusagen den Startschuss. Und wie geht es dann weiter? Haben Sie schon in die Zukunft gedacht, was dann passiert? Ja, also ich habe schon ein Projekt für 2020 Stadt und Land vorgeschlagen. Wir warten noch auf eine Antwort. Ja. Natürlich ist es viel von Finanzierung abhängig. Das heißt, wir versuchen so viel Hilfe wie möglich zu suchen, als Sponsor, Finanzierung, Hilfe. Jede Hilfe ist willkommen. Also wir werden jetzt auch natürlich eine Website machen und auch dort, wenn kommt jemand, der das als Sponsor machen will, das ist auch willkommen. Also jede Hilfe ist willkommen. Und ich glaube, es ist viel von diesem erstes Konzert abhängig. Ja. Deswegen versuchen wir wirklich unser Bestes zu geben. Ja. Was wird das Programm sein für das erste Konzert? Wir machen ersten Satz von einem Quintett von Adolphe Lebeau. Dann machen wir einen Flöte-Variationen für Streichquartett von Amy Beach. Aber das machen wir in einer Version von Streicherorchester. Ja. Haben Sie das selber dann orchestriert für das Orchester oder gibt es da schon so eine Fassung? Das habe ich mit der Hilfe auch von Carlos Chamorro gemeinsam gemacht, diese Arrangierung für Streichorchester. Und es gibt eine Flötistin, Soloflöte, die Beatrice Lanaro übernimmt, eine gute italienische Flautistin. Und im zweiten Teil endlich eine Symphonie von Alice Smith, eine Engländerin. Ja. Sehr schön. Na, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Es ist wirklich ein sehr wichtiges und sehr schönes Projekt. Vielen Dank, glaube, dass das Sie auch. da waren. Danke auch.